Erneut präsentiert uns Buchwald zu seiner Interpretation eines würdigen Die Siedler-Nachfolgers im Geiste mit dem ersten Design eines römischen Siedlers sowie eines Steinmetzes, das es gut vorangeht mit seinem Ein-Mann-Projekt auf Basis der Unreal Engine 5. Mit Die ersten Entdecker soll ein Siedler-like-Spiel entstehen, welches sich zum einen stark an Ubisofts Siedler-Prototypen von 2019 orientiert, das Ganze aber auch mit viel Die Siedler 4 versucht zu mixen, um das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Nachdem wir uns in den letzten News zum Hoffnungsträger ausgiebig mit dem neuen römischen Holzfäller sowie der Mechanik dahinter beschäftigt haben, soll es nun unter anderem um den römischen Steinmetz gehen. In dessen Gebäude wird später ein Steinmetz arbeiten, der, um seine Arbeit aufnehmen zu können, klassisch eine Spitzhacke benötigen wird. Anders als beim Kollegen Holzfäller, der dank 2 Holzarten über 2 Ausgangsstapel verfügt, gibt es beim Steinmetz nur einen. Steine sind neben Holzbrettern ebenso klassisch ein wichtiges Baumaterial für Gebäude und werden im späteren Spielverlauf ebenfalls essentiell für Mauern sein. Außerdem werden Steine für bessere Steinstraßen Verwendung finden und sich im Late Game sogar zu Backsteinen weiterverarbeiten lassen, um die höherstufigen Gebäude bzw. Ausbauten bauen zu können. Bevor ihr aber mit der Errichtung eures ersten Steinmetzes beginnen könnt, müssen eure Entdecker zunächst die Startressourcen via Beiboot nach und nach an den Strand schaffen. Dies stellt den normalen Spielstand einer Partie dar und ist dabei vom verworfenen Ubisoft-Konzept unter Volker Wertig abgekupfert. Sobald genügend Bretter und Steine am Strand vorhanden sind, können eure Bauarbeiter den sogenannten Strandturm eures neuen Reiches begründen und somit Bauland für die ersten Produktionsketten erschließen. Mit dem neuesten Update konnte man sich auch nun endlich von den Crash-Test-Dummy-Platzhalter-Siedlern verabschieden und präsentiert uns anhand des Steinmetzes den ersten Entwurf eines römischen Siedlers. Anders als bei Projekt HGLG, welches den Nachfolger zu Die Siedler 3 und 4 entwickeln möchte und dabei wohl auf einen Comic-Look mit 4 Fingern und dicker Knubbelnase setzt, verfolgt Buchwald hier ein viel realistischeres und erwachseneres Konzept. Im fertigen Spiel sollen sich spawnende Siedler dann durch zufällige Gesichter, Haare bzw. Frisuren, Bart und Hautfarbe unterscheiden und natürlich soll es dann auch weibliche Siedler geben können. Die Römer wird man später gut an ihren Sandalen sowie an ihren Tuniken erkennen können. Beachtet aber bitte, dass hier noch nichts final ist und sich bis zu Release quasi nochmal alles ändern kann. Übrigens ist die Entwicklung schon ein gutes Stück weiter, sodass ich euch bald noch mehr zum spannenden Siedlerprojekt vorstellen kann. Also, seid da mal gespannt und lasst gerne ein Abo da, damit euch diese News dann auch erreicht. Bis zum nächsten Mal.